Hallo, ich bin die Andrea von 10 Talente und hier kommt Teil 2 von diesem Schmetterling. Den oberen Teil der Flügel haben wir jetzt fertig. Jetzt kommt der untere Teil. Ich nehme meine mittleren 4. Durch das Knoten des Flügels hat sich jetzt hier der Knoten gelockert. Dann ziehe ich nochmal schön fest. Der will jetzt nicht, wegen diesen Stecknadeln. So. Die mittlersten beiden und die nächsten beiden. Die mittleren beiden bleiben Leitfäden. Der daneben knotet einen doppelten Halbschlag drauf. 1, 2. Ich tausche unten durch, mache einen doppelten Halbschlag einen einfachen nach außen, tausche wieder durch und mache einen doppelten zur Mitte. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Dieser hier bleibt Leitfaden. 1, 2 zur Mitte. Ich tausche unten durch, mache einen nach außen und wieder 2 zur Mitte. Wenn ich so ein Würmchen mit einem doppelten Halbschlag aufhöre, dann kommen die Schlingen nach unten zu liegen. Wenn ich mit einem einfachen aufhöre, liegen die Schlingen seitlich und das gefällt mir nicht so. Du kannst aber genauso gut 5 abwechselnde Halbschläge machen, statt einem doppelten, einen einzelnen und wieder einen doppelten. Deswegen fange ich auch ein Würmchen meistens mit einem doppelten Halbschlag an. Dann liegen die die Schlingen nämlich auch unten. So, meine Leitfäden. Du erkennst die daran, dass die ziemlich kurz sind. Gehen oben drüber. Der Perlenfaden macht einen doppelten Halbschlag drumherum. Auf der anderen Seite genauso. Dann sitzt die Perle fest. Dieser kurze Leitfaden geht über den Faden, der aus der Perle kommt. 1, 2. Und jetzt mache ich mit diesem Knotfaden noch einen Halbschlag nach innen. Tausche nochmal durch, mache einen nach außen und einen doppelten nach innen, damit die Schlingen nach unten kommen. Genauso auch hier. 1, 2 und einen doppelten nach innen. So. Diese 4 klemme ich wieder zusammen, dass die mich nicht stören. Jetzt mache ich hier weiter. Der äußerste, also die 4 oben habe ich ja weggelegt, die brauche ich nicht mehr. Jetzt ist dieser hier der äußerste, der wird jetzt Leitfaden. Ich mache einen doppelten mit diesem Faden, der von oben kommt, drauf. 1, 2, dann noch 3 einzelne, ich tausche unten durch. 1, 2, 3 und jetzt mache ich noch einen doppelten nach außen. 1, 2. Ich empfehle dir, wenn du solche Würmchen machst, wo man immer wieder zählen muss, dass du gleich die andere Seite parallel mitmachst, dann vergisst du nicht, wie viel du machen musst. Also
Der äußerste wird Leitfaden. Die obersten 4 lege ich weg. Der hier wird Leitfaden. 1, 2, dann 3 einzelne. 1, 2, 3 und 2 nach außen. Jedes Mal tausche ich dann unten durch. So, jetzt nehme ich die nächsten 2. Der innere geht unten durch, macht 2 nach innen, 1, 2, also einen Rippenknoten, dann einen Halbschlag nach außen, einen nach innen und wieder 2 nach außen. 1, 2. Dieser Leitfaden vom äußeren Würmchen geht über das innere Würmchen und das innere Würmchen wird jetzt festgeknotet. Jetzt habe ich die Schlinge über die andere gelegt, dann gibt es so einen Wulst, das sieht nicht schön aus, das kannst du aber gleich korrigieren. Zwei habe ich jetzt. So, hier das gleiche. Der innere knotet 2 nach innen. 1, 2, tauscht unten durch. 1 und nochmal unten durch, 2 und wieder 2 nach außen. 1, 2. Der äußere Leitfaden legt sich über diesen inneren und das innere Würmchen wird drauf geknotet. 2 Fäden, 2 Fäden. Jetzt nehme ich die nächsten beiden inneren. Ich mache einen doppelten nach innen. 1, 2. Dann einen nach außen, tausche wieder unten durch, einen nach innen, einen nach außen, also 3 Halbschläge und jetzt wieder einen doppelten nach außen. 1, 2. Und jetzt lege ich diesen Leitfaden von dem Würmchen über diese anderen beiden und knote den ersten drauf. 1, 2 und dann wird dieses Würmchen hier geht hier weiter, also lege ich auch den Leitfaden oben drüber von diesem Würmchen und knote diesen Faden drauf. 1, 2. Das gleiche auf der anderen Seite. Der äußere knotet nach innen, also der innerste Faden geht oben drüber. 1, 2, dann noch 3 einzelne, immer unten drunter durchtauschen. 1, 2, 3 und ein doppelter nach außen, nach innen. 1, 2.
Und jetzt führe ich dieses äußere Würmchen fort. Immer das Würmchen, das ich fortführe, dieser Leitfaden wird über die anderen gelegt. So, jetzt habe ich hier 3, einen Leitfaden und 2, die nach innen zeigen. Ich nehme diese beiden, die nach innen zeigen. Der oberste wird Leitfaden und geht nach unten. Und ich mache so eine kleine Säule, wie du hier schon gemacht hast. 1. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Ich nehme diese beiden inneren. Der oberste geht drüber und der zweite knotet um diesen herum. So. Jetzt kommt die innerste Säule. Da muss ich jetzt meine 2 Fädchen suchen, die ich noch übrig habe. Der innerste Faden ist der Knotfaden, der nächste der Leitfaden, der geht oben drüber. Ich mache einen Rippenknoten, also einen doppelten. Dann gehe ich wieder unten drunter durch. Tausche wieder unten drunter, der zweite, tausche wieder unten drunter, der dritte und jetzt noch ein doppelter. 1, 2. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Ich suche meine 2 innersten Fäden. Der innerste knotet um den äußeren. Ich mache einen doppelten, 1, 2, tausche unten drunter durch, mache 3 einzelne, immer abwechselnd, 2, 3 und noch einen doppelten nach außen. Jetzt hole ich mir die mittleren Fäden. Der Leitfaden, der aus diesem mittleren Würmchen kommt, geht jetzt oben drüber. Der andere Leitfaden wird angeknotet. 1, 2. Dann wird dieser Knotfaden auf dieses mittlere Würmchen angeknotet. 1, 2. Jetzt knote ich diesen Knotfaden von der Säule drauf, auf den gleichen Leitfaden. 1, 2. Dann den Leitfaden von der kleinen Säule. 2 und dann führe ich dieses Würmchen, das von außen kommt, fort. Also diese Säule knote ich jetzt hier drauf. 1, 2. Das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Die mittlere Säule ist dominant, die geht über die andere drüber, also lege ich auch den Leitfaden drüber. Der andere Leitfaden wird zum Knotfaden. Ich hole den Knotfaden oben runter, der wird auch drauf geknotet. Und jetzt wird der Knotfaden von der kleinen Säule drauf geknotet. Dann der Leitfaden von der kleinen Säule.
Jetzt stoßen hier diese beiden Würmchen zusammen, der von außen, der von innen. Der von außen ist dominant, das heißt, der geht über den anderen, also geht auch der Leitfaden über den anderen und der andere knotet drauf. 1, 2. Die mittleren 4 kann ich wieder zusammenklemmen, die brauche ich erst nachher. So. Diese beiden lasse ich weg. Ich brauche jetzt nur diese mittleren 4, die lege ich auch weg. Also ich habe die 4 mittleren, die habe ich schon zusammengeklemmt und diese 2 brauche ich nicht mehr, lege ich weg. So, jetzt kommen diese 4 Fäden. Der äußere ist der Leitfaden, geht über den anderen drüber. Der macht 2 nach außen, also einen Rippenknoten. Dann tauscht er unten durch, macht einen Halbschlag nach innen, geht nochmal nach außen und macht nochmal einen Rippenknoten nach außen. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Der äußerste wird Leitfaden, der nächste knotet drüber. 1, 2, tauscht unten durch. 1, geht wieder zurück, macht nochmal 2 Knoten. 1, wenn ich so kurze Fädchen habe, dann verbiege ich auch meinen Leitfaden, aber wenn ich ihn stramm ziehe, den Knoten, dann muss ich meinen Leitfaden auch gerade halten. So, dann geht das äußere Würmchen wieder über das innere. 1, 2. Das gleiche auf der anderen Seite. Die mittleren 4 brauche ich, die anderen können alle weg. Das war mein dominantes Würmchen. Das ist jetzt nicht mehr dominant, denn das hier wird der Leitfaden. Der geht oben drüber. 1, 2. Einer und nochmal 2 in die andere Richtung. 1, 2. Der oberste wird Leitfaden, der andere knotet drüber nach außen. 1, 2, einen nach innen, einen doppelten nach außen. Das äußere Würmchen ist dominant. Der Leitfaden geht oben drüber. 1, 2. Jetzt siehst du, wenn du immer am Anfang einen doppelten Knoten machst und auch beim Aufhören von dem Würmchen einen doppelten Knoten, dann liegen deine Schlingen unten drunter und man sieht die nicht. So, jetzt kannst du alle weglegen, bis auf die mittleren 4. Der unterste wird Leitfaden, geht über diesen oberen Faden. Der obere Faden knotet auf den unteren mit einem Swimmingpool, einem Rippknoten. Hier auch. Der untere geht über den oberen. Der obere macht einen Swimmingpool, einen Rippenknoten. Jetzt geht der rechte über den linken als Leitfaden
und der linke Leitfaden macht einen Rippenknoten. Jetzt fange ich wieder links an. Der linke geht über den nächsten. 1, 2, weglegen. Wieder geht der äußere über den nächsten. 1, 2 und wieder rechts über links werden die beiden mittleren zusammengeknotet mit einem Swimmingpool Richtung links. Jetzt geht es wieder genau gleich. Der äußerste linke geht über den nächsten. Der nächste macht einen Rippenknoten nach rechts. Das heißt, der Swimmingpool wird nach rechts gelegt. Links genau gleich. Der linke Faden, der oberste, geht nach links. 1, 2 und wieder rechts über links. Das gleiche mache ich jetzt nochmal, dass ich 3 schräge Reihen habe. Der oberste geht über den nächsten. 1, 2. 1, 2 und jetzt mache ich zum Schluss einen Iglu-Knoten, also einen Rückwärtsknoten oder Zentralknoten. Der hat den Vorteil, dass der symmetrisch aussieht und nicht eine Reihe dominant über die andere geht. Das geht so. Der von rechts kommt, geht unter den, der von links kommt. Weil der länger ist, man könnte es auch umgekehrt machen, aber weil der länger ist, ist es einfacher. Dann macht der oben drüber geht, einen Iglu. Hier, der legt sozusagen einen Iglu über diesen anderen Faden und geht jetzt von unten durch in diesen Iglu. Der hier wird stramm gehalten. Und ich mache mit dem gleichen Faden hier nochmal einen Iglu und gehe wieder unten durch. Und jetzt siehst du, wenn du das festziehst, das hält erstens mal sehr gut, den kriegst du viel schwerer auf, diesen Knoten. Und außerdem sieht er symmetrisch aus. So, jetzt kümmern wir uns noch um die Fühler. Ich gucke nochmal, dass die beide gleich lang sind, wobei die werden sowieso abgeschnitten. Aber wenn ich sie so lassen würde, könnte man sie herausziehen. Das heißt, ich muss die noch sichern. Dazu stecke ich hier eine Nadel rein. So, der linke geht über den rechten hier herum. Steck noch mal eine Nadel, dass du das besser sehen kannst. Jetzt mache ich einen Kreuzknoten, einen halben Kreuzknoten um diese beiden Fäden herum. Ich nehme den rechten, lege den oben drüber. Dann nehme ich den linken und gehe unten durch, auf der anderen Seite heraus. Jetzt siehst du so eine Brezel, also das gibt es bei uns in Süddeutschland. So, und diese Brezel ziehe ich jetzt fest. Jetzt brauche ich diese Stecknadel nicht mehr. Und du musst die schön unten festziehen. So,
Jetzt passiert hier nichts mehr. Und dann mache ich hier und hier noch einen einfachen Knoten, möglichst mit dem gleichen Abstand. So 1 Zentimeter weg ungefähr vom Kopf. Oder wenn du einen längeren Fühler möchtest, kannst du ihn auch länger machen. Das Problem ist, dass die Fühler gleich lang sein sollen. Da musst du beim zweiten Fühler gut aufpassen. Jetzt kannst du alle Restfäden abschneiden und verschmoren. Wenn du ein Band für eine Kette oder ein Armband hinmachen möchtest, kannst du die Fäden durch die Löcher an der Seite ziehen und dann ein Band flechten. Wie man ein Band flechtet oder verzwirnt, habe ich in anderen Videos auf meinem Kanal schon gezeigt. Ich blende es dir oben ein. Über Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und natürlich über einen Daumen nach oben freue ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Video. So. Jetzt knote ich meine Fäden paarweise zusammen. Und zwar fange ich oben an, nehme die oberen beiden. Der äußerste legt sich über den nächsten und der nächste legt einen Swimmingpool. 1, nochmal einen Swimmingpool. Und ich lege die beiden weg. Dann nehme ich die nächsten beiden. Der geht drüber. Swimmingpool legen, der wird stramm gehalten. Weglegen. Die nächsten beiden. So entstehen kleine Säulen, und zwar 5 Stück, wenn man alles richtig gemacht hat. So. Jetzt habe ich hier die 4 mittleren.